Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Goldwaschfolge auf meinem Kanal. Ich bin heute zurück an meinem Hausbach. Da habe ich letztes Mal eine schöne Stelle entdeckt, wo ich meine Goldwaschrinne setzen konnte und direkt daneben reinschaufeln. Das passiert gar nicht so oft. Und jetzt habe ich mich heute entschlossen, dass ich mal meine richtig große Produktionsrinne mitnehme. Ein passives System, also eins mit Meinersmoos und Streckgitter. Weil ich denke, mit ein bisschen Arbeit, mit einem bisschen Investieren von Zeit in einen Damm könnte die Strömung ausreichen. Und ich nutze ohnehin so selten und ja, die Stelle war nicht schlecht. Ich möchte mal sehen, wie der Unterschied ist, auch was die Goldwaschrinne dann festhält. Das ist heute unsere Mission, einen schönen Tag am Bach zu verbringen, Gold zu finden. Und wenn es was zu sehen gibt, sehen wir uns gleich wieder. Beziehungsweise ich zeige euch erstmal meine große Goldwaschrinne, würde ich vorschlagen. Bis gleich. So, in diesem riesigen Rucksack war sie drin. Da ist sie. Besteht aus 2 Teilen. Das ist die Elvo 4. Bevor ihr mich fragt in den Kommentaren, also ich bin überhaupt kein Ideologe. Ich hätte mich auch für eine Kien entscheiden können. Damals habe ich das deswegen gemacht, weil man die eben auseinanderbauen kann und dann passt sie in so einen Rucksack. Trotzdem ist sie mega schwer. In den Rucksack passt sonst nicht viel anderes. Und die Kien hat so einen Griff, aber generell sind diese riesigen Rinnen nicht so gut an Stellen zu transportieren, die ein bisschen abgelegen sind. Also das kann man gleich dazu sagen. Da muss man sich entscheiden, was man will. Dieser Riffelrahmen, den muss man sich noch zusätzlich dazu kaufen. Also das Standardteil, das drin ist quasi nur ein einziger Riffel. Aber ich finde, gerade auf die kommt es dann eigentlich an, weil die sorgen nochmal für Verwirbelungen, brechen das Ganze und dann kann sich es eben schön hier in dem Teppich ablegen, das Gold. So, wir bauen das jetzt mal zusammen und schauen mal, ob wir hier eben einen Damm bauen können. Ich muss mal gucken. Hier in der Mitte ist die meiste Strömung, aber vielleicht, wenn ich hier zumache und da auf, also hier so, dann könnte ich hier an meinem Loch weitermachen und direkt reinschaufeln. Vielleicht auch den Bereich dahinter dazu nehmen. Das sehen wir dann. Und ja, ihr könnt mich gleich bei der Arbeit zusehen, diesen Damm zu bauen. Ich denke mal, das wird eine Zeit lang dauern. Probieren wir es. So, wir machen jetzt mal einen Test. Das schon funktioniert. Ich habe auch so Blätter zum Abdichten genommen. Ich hätte auch noch Sandsäcke dabei. Mit den Sandsäcken kann man auch schön
nochmal dafür sorgen, dass sich die Strömung konzentriert, aber vielleicht reicht es ja schon. Das probieren wir jetzt mal aus. So, jetzt läuft sie viel besser. Man sieht hier ein schönes Dreieck. Die Verwirbelungen halten sich in Grenzen. Es wird alles schön abtransportiert. Und ich bin froh, dass ich sie mal wieder mitgenommen habe. Die hat ja so einen irre großen Vorschaubereich und da sieht man schon hier, da, dort, hier ganz viel. Ist schon einiges Gold drin. Hier auch ein schönes Stück. Da ist auch noch eins. Da unten. Schimmelpilze. Ganz neue Definition. Die Goldwaschrinne
läuft gut. Habe jetzt mal eine halbe Stunde geschaufelt. Zeige euch mal das Gold. Hier ist ein sehr schönes Stückchen. Sehr viel ist mittlerweile ein bisschen weiter gewandert. Ist kein Wunder, wenn ich so direkt reinschaufel. Aber die Rinne ist sehr lang und deswegen werde ich einfach weiter schaufeln. Hier sind auch zwei. Da. Sieht sehr schön aus, muss ich sagen. Puh, so. Jetzt haben wir so 1,5 Stunden geschaufelt. Jetzt muss ich wahrscheinlich doch vorsieben, nicht wegen der Goldwaschrinne, aber ich bin direkt auf einer Lehmschicht, also sofort an der Oberfläche mehr oder weniger. Und die ganzen Lehmbrocken, die purzeln mir einfach nur so durch die Rinne, aber da ist vermutlich auch zumindest an der Oberfläche Gold drin. Das ist mit Steinen verbacken. Deswegen werde ich jetzt mal einen Eimer sieben und versuchen damit den Lehm zu zerbröseln, zu lockern. Und dann schaufel ich quasi aus dem Eimer in die Goldwaschrinne rein. Da ist schon ganz schön viel drin. Bin mir aber jetzt nicht sicher, ob in den letzten 20 Minuten noch wirklich viel dazugekommen ist, weil ja, ich bewege mich so auf meiner Linie fort und die ist voller Lehm. Schauen wir mal, wie es weitergeht. So, Freunde, wir machen uns an den Clean Out. Ich habe jetzt noch ein paar Eimer gesiebt und ja, das Ergebnis schaut echt toll aus. Es hat sich alles so an der Stelle konzentriert. Ich zeige euch das mal. Also hier in dem Bereich, das ist alles Gold, was glänzt. Da oben ist auch noch ein schönes. Bin ich jetzt mal gespannt. Ich werde mal den Trichter alleine auswaschen und gucken, was dann noch im Moos drin ist. Also ans Werk. Also wir sehen schon, da ist viel mehr
Material drin als in meiner aktiven Rinne. Das Auswaschen wird eine Zeit dauern, aber wir haben hier wirklich schönes Gold und vor allem dann hier, ne? Überall in den Ritzen sind Mini-Flitter, viele Stäube. Da bin ich jetzt mal aufs gesamte Ergebnis gespannt. Ja. Legen wir los. So, nicht wundern, das ist ganz wenig nur, das ist jetzt wirklich nur das Material aus dem Trichter. Und jetzt schauen wir mal, wie das Ergebnis heute war. Ich sehe schon sehr viel feines Gold. Boah. Oh. Das ist ordentlich. Ein, zwei größere sind auch dabei, aber keine ganz großen diesmal. Aber schaut euch das mal an. Sieht super aus. Jetzt bin ich gespannt, was noch im Rest drin ist. Es ist wirklich erheblich mehr Konzentrat. Da werde ich eine ganze Zeit lang brauchen. Das ist jetzt das erste, was ich hier aus dem Eimer geholt habe. Boah. Oh. Das ist ein Eumel, hey. Da bin ich mal gespannt, wie groß der ist. Also es sieht danach aus, als ob im Trichter die ganz kleinen Sachen waren. Warum auch immer. Auch der große könnte sich im Trichter verfangen, aber war nicht so. Also sehr schön. So, zweites Konzentrat. Zweites Konzentrat. Es ist Gold drin, ich sehe aber kein so großes. Weiter. Auch noch einiges drin.
dritter Auswasch mit diesem Ergebnis. Eigentlich ist jeder Auswasch super, also hier haben wir auch wieder. Hier. Sehr schönes Gold drin. Normalerweise bin ich nach 3 Mal schon fertig bei der anderen Rinne. Aber ich habe jetzt noch Material für mindestens 2 weitere Auswasche. So, in der Nummer 5 ist das Ergebnis so. So, da erfahrungsgemäß im Schlusskonzentrat das meiste nochmal drin ist. Schauen wir es uns jetzt mal gemeinsam an noch. Ja, das sieht man schon, dass da wieder einiges zum Vorschein kommt. Oh, da ist nochmal ein schönes dabei. Klasse. Bleikügelchen sind auch da. Gleich 3 Stück. Und das hier ist super. So, der Auswasch ist geschafft. Ich habe jetzt weit über eine Stunde gebraucht, ein bisschen länger sogar. Jede Pfanne letztlich 3 Mal. Es kommen immer wieder noch Stäube zum Vorschein. Es ist eben so, wenn man am Bach auswäscht, besser man nimmt es mit nach Hause, wenn man kann und die Möglichkeit dazu hat. Empfehle ich auf jeden Fall bei so einer Rinne mit so viel Konzentrat. Außerdem kann man dann länger schaufeln, aber ich war des Schaufelns müde und deswegen habe ich es heute hier draußen gemacht, mal wieder. Und ein herrlicher Ausflug ist es. So, liebe Freunde, das war's mit unserem Goldwaschausflug heute. Schön, dass ich mal wieder meine große Rinne mitgebracht habe. Sollte ich öfter mal machen, wenn sich die Gelegenheit ergibt, wenn man eine schöne Stelle gefunden hat und dann mal einen Tag Zeit hat. Das Ergebnis kann sich absolut sehen lassen. Ich zeige es euch natürlich auch nochmal zu Hause. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Abo hinterlasst und die Glocke aktiviert. Dann verpasst ihr nichts mehr. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin macht es gut, bleibt gesund und ciao.